mein Name ist Magdalena, ich bin Pianistin und Klavierpädagogin und in diesem Video möchte ich mit euch darüber sprechen, was das beste Alter ist, um mit dem Klavierunterricht zu beginnen. Bei einem gesunden bzw. gut und liebevoll erzogenen Kind ist der beste Zeitpunkt, um mit dem Klavierunterricht zu beginnen, in einem Alter zwischen 3,5 und 5 Jahren. Und um sich optimal auf die allerersten Unterrichtsstunden vorzubereiten, sollte man von Anfang an Musik in den Alltag integrieren, indem man täglich singt, tanzt und vor allem qualitativ hochwertige Musik hört. Auch sollte man sich den Klavierlehrer sehr sorgfältig aussuchen. Dazu werde ich demnächst ein weiteres Video veröffentlichen. Es gibt Menschen, die erst im Erwachsenenalter oder sogar Seniorenalter mit dem Klavierunterricht begonnen haben und es dennoch mit regelmäßigem Überaufwand und einem guten Lehrer sehr weit bringen, sodass sie wirklich ganz tolle Stücke spielen können. An dieser Stelle möchte ich also ausdrücklich betonen, dass es nie zu spät ist, um mit dem Klavierlernen anzufangen. Als erstes möchte ich mit euch über die wenigen Vorteile sprechen, die man hat, wenn man erst spät mit dem Klavierlernen beginnt. Bei spät meine ich ein Alter ab ca. 8 Jahren bis ins hohe Erwachsenenalter. Einer dieser Vorteile ist, dass die Eltern nur noch wenig oder sogar gar nicht mehr in den Klavierunterricht und das Üben zu Hause mit einbezogen werden müssen. Das ist dagegen bei einem jungen Kind noch nicht der Fall. Es kann noch nicht eigenständig zu Hause konstruktiv üben. Und dafür braucht es eine feste, erwachsene Bezugsperson, die täglich mit dem Kind zu Hause übt. Das erfordert sehr viel Geduld, Energie und Zeit seitens der Eltern. Aber ab einem Alter von circa 8 Jahren ist man eben schon so selbstständig, dass man schon vieles alleine umsetzen kann. Und als Erwachsener sowieso. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Lernfortschritt bei älteren Anfängern in den ersten Monaten besser ist als bei den ganz jungen Anfängern. Grafisch dargestellt ist die Lernkurve eines erwachsenen Anfängers im Mittel ungefähr so. Wie ihr innerhalb des grünen Kreises sehen könnt, macht der erwachsene Anfänger am Klavier in den ersten, ich würde mal sagen, circa 2 Jahren rasante Fortschritte. Er ist also erst einmal sehr motiviert. Jetzt komme ich aber auch schon zu den Nachteilen eines späten Unterrichtsbeginns. Schaut euch mal zum Vergleich die Lernfortschrittskurve eines Klavierschülers an, der schon im Kleinkindalter, also irgendwann zwischen 3 und allerspätestens 6 Jahren angefangen hat. Das kleine Kind kommt in den ersten Monaten erst einmal relativ langsam voran. Doch dann steigt die Kurve bei regelmäßigem Üben und guten Unterricht rasant an, sodass das Kind den erwachsenen Schüler bei gleichem Überaufwand nach wenigen Jahren ganz deutlich überholt. Denn beim erwachsenen Anfänger flacht die Kurve nach circa 2 Jahren allmählich ab. Auch der erwachsene Anfänger macht zwar nach vielen Jahren immer noch Fortschritte, aber nur noch kleine. Und über ein gewisses Niveau kommt er nicht mehr hinaus. Bei einem fleißigen Schüler, der schon als kleines Kind begonnen hat, flacht die Fortschrittskurve erst nach circa 15 Jahren Klavierunterricht ab. Dann also, wenn der Schüler sein Instrument sozusagen schon beherrscht und es nur noch um Details geht. Diese Details sind auch enorm wichtig. Selbst ich als erfolgreich abgeschlossener Master-Hochschulabsolvent kann, was diese Details betrifft, noch ganz, ganz viel dazulernen. Das ist auch das Tolle beim Erlernen eines Instruments. Man lernt nie aus und kann immer etwas verbessern. Und je mehr man schon kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch ein Leben lang weitermacht und Spaß dran hat. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass das fleißig klavierübende Kind, was zu einem Erwachsenen heranwächst, beim Üben nicht zu sehr unter Druck und Zwang gesetzt wurde. Wenn doch, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass es entweder mit dem Klavierspiel spätestens zur Pubertät aufhört oder psychische Probleme bekommt.
Das ist dann meistens sehr tragisch und hätte sich auch vermeiden lassen können. Das Interessante ist, das genaue Gegenteil ist auch problematisch. Wenn die Eltern gar nicht darauf achten, ob das Kind übt, verliert das Kind genauso früher oder später die Lust. Über diesen schmalen Grat bei der richtigen Balance zwischen Druck und Freiraum werde ich in meinem Video zur Motivation näher eingehen. Jetzt möchte ich noch kurz erwähnen, dass bei einem Schüler, der zwischen einem Alter von ca. 8 und 12 Jahren beginnt, die Fortschrittskurve in etwa eine Mischung aus den beiden hier dargestellten Kurven ist. Und ganz wichtig, die Lernkurve jedes einzelnen Schülers ist natürlich auch irgendwo sehr individuell und es gibt auch Schwankungen. Dabei sind die Qualität des Lehrers und wie gut und wie viel man übt auch ganz entscheidend. Ich betone also an dieser Stelle nochmal, dass diese Kurven grobe Mittelwerte sind. Warum sind die Fortschrittskurven aber jetzt so? Stellt euch mal vor, bei diesen Kurven würde es nicht um den Fortschritt beim Klavierlernen gehen, sondern um den Fortschritt beim Erlernen einer Sprache. Da würde mir sicherlich fast jeder zustimmen, dass junge Kinder schneller und besser lernen als Erwachsene. Die erwachsenen Anfänger lernen eine Fremdsprache, während die kleinen Kinder die Möglichkeit haben, die Sprache noch als Muttersprache zu lernen, wenn sie ihnen richtig vermittelt wird. Das ist beim Erlernen von einem Instrument ganz genauso. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es Musikschulen gibt, die ein Mindestalter von 6 Jahren oder den Schuleintritt voraussetzen für den ersten Instrumentalunterricht. Meistens startet man im Unterricht dann auch von Anfang an mit dem Notenlesen. Diese Vorgehensweise ist ungefähr damit gleichzusetzen, wie wenn man dem Kind erst mit 6 Jahren vernünftig das Sprechen beibringt und dann auch gleich schon mit dem Lesen und Buchstabieren von Wörtern beginnt. Wenn man bedenkt, dass das Lernen eines Instruments vergleichbar ist mit dem Erlernen einer Sprache, ist diese Vorgehensweise absolut falsch. Solche Musikschulen begehen also einen sehr großen Fehler. Das spielerische und intuitive Lernen eines Instruments im Vorschulalter ist etwas ganz Besonderes und das, was die Kinder dabei lernen, ganz ohne Noten zu lesen, lässt sich in späteren Lebensjahren nicht mehr nachholen. Die Erkenntnis, dass sich das Erlernen eines Instruments mit dem Erlernen einer Sprache sehr gut vergleichen lässt, ist nicht neu. Sie ist auch nicht von mir, sondern von einem Japaner namens Shinichi Suzuki. Er begann erst in seiner späten Kindheit mit dem Geigenspiel und bemerkte, dass seine jungen Schüler vieles ganz natürlich umsetzen konnten, was er trotz harter Arbeit nicht mehr erreichen konnte. Er konnte die Geige trotz harter Arbeit sozusagen nur noch auf hohem Fremdsprachenniveau sprechen, während dagegen diejenigen, die schon von klein auf damit aufwuchsen, zu Muttersprachlern auf der Geige wurden. Das wurde ihm im Laufe der Jahre bewusst und so entwickelte er eine Methode, die heute als die sogenannte Suzuki-Methode bekannt ist. Inzwischen gibt es auf der ganzen Welt zertifizierte Suzuki-Lehrer für die verschiedensten Musikinstrumente, unter anderem auch für das Klavier. Für Kinder unter 8 Jahren kann ich die Suzuki-Methode sehr empfehlen. Shinichi Suzuki hat mehrere Bücher geschrieben, die alle empfehlenswert sind. Wenn ich mich aber für eines dieser Bücher entscheiden müsste, würde ich euch folgendes Buch empfehlen, nämlich das Buch mit dem Titel Ability Development from Age Zero. Jeder, der Kinder hat und diese zu glücklichen, liebevollen und talentierten Menschen aufwachsen sehen möchte, sollte meiner Meinung nach dieses Buch unbedingt lesen. In diesem Buch geht es nicht darum, wie man die besten Musiker heranzüchtet, sondern wie man aus einem ungeschliffenen Säugling einen liebevollen, glücklichen und talentierten Menschen macht. Ein paar wesentliche Punkte aus diesem Buch möchte ich ganz explizit erwähnen. Suzuki sagt, dass Talent nicht angeboren ist, sondern ein Resultat der Umwelteinflüsse, insbesondere in den ersten Lebensjahren. Mein Kommentar dazu, ob wirklich die Umwelt einen Anteil von 100% ausmacht, darüber lässt sich auf jeden Fall streiten.
Das spielt aber für uns keine Rolle, denn die Umwelteinflüsse machen auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen und entscheidenden Anteil aus. Und alles Angeborene können wir sowieso nicht beeinflussen. Ein weiterer bereits besprochener Punkt ist, dass das Erlernen eines Instruments wie das Erlernen einer Sprache ist. Beides ist auch ähnlich komplex. Das heißt außerdem, dass jeder Mensch, der in der Lage ist, seine Muttersprache fließend und ohne Akzent zu sprechen, auch in der Lage ist, ein Instrument auf extrem hohem Niveau zu spielen. Unmusikalische Menschen gibt es also gar nicht. Die sogenannten unmusikalischen Menschen wurden einfach nur in den ersten Lebensjahren zu wenig mit guter Musik konfrontiert. Das ist Suzukis fundamentaler Ansatz beim Instrumentalunterricht. Und umgesetzt heißt das im Unterricht mit sehr kleinen Kindern, dass man wie beim Sprechenlernen auch sehr, sehr viel vormacht und das Kind das dann nachahmt. Die Eltern müssen also das Instrument mitlernen, damit sie es den Kindern vormachen können. Vergleicht das immer mit dem Sprechenlernen. Wie oft sagen wir unseren Kindern zum Beispiel Mama oder Papa, bis es das schließlich selber kann? Ja, sehr, sehr oft. Und im Laufe der Zeit werden diese kleinen Kinder zu wahren Künstlern im Nachahmen. Man sollte außerdem viel gute Musik hören und regelmäßig singen, klatschen und tanzen. Ein weiterer wichtiger Punkt aus Suzukis Buch ist, dass Kinder nur dann optimal lernen, wenn sie auch wirklich Spaß haben. Ich finde, dass das für Erwachsene auch gilt. Aber gerade Kinder tun sich vor allem mit der Konzentration sehr schwer, wenn es ihnen keinen Spaß macht. Das mit dem Spaß kann manchmal schwierig sein, weil beim Instrumentlernen geht es auch sehr viel ums Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Wie ihr euer Kind auch bei Laune halten könnt, wenn es ein und dasselbe zum Beispiel 10-mal hintereinander machen soll, das zeige ich euch ebenfalls im Video zur Motivation. Mit diesem Hintergrundwissen möchte ich euch jetzt ganz konkret dazu anleiten, wie ihr euch zu Hause auf den allerersten Klavierunterricht vorbereiten könnt. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt ihr seid. Auch bei Erwachsenen zeigen diese Tipps noch eine Wirkung. Auch wenn die Wirkung nicht ganz so tiefgreifend ist, also nicht mehr so sehr die musikalische Begabung beeinflusst wie in den allerersten Lebensjahren. Jetzt komme ich also zu den Sachen, die ihr schon von Anfang an, also sogar schon als hörfähiger Embryo im Mutterleib bis zu eurem Lebensende machen könnt. Nämlich möglichst täglich qualitativ hochwertige Musik hören und tanzen. Ab der Geburt könnt ihr dann auch noch ganz viel singen. Unsere Singstimme ist das natürlichste Instrument, was wir haben. Und wenn wir uns mit unserer Singstimme wohlfühlen, hat das auch eine enorme Auswirkung darauf, wie wir unser Instrument spielen. Zum Thema qualitativ hochwertige Musik hören möchte ich an dieser Stelle noch mehr sagen. Ich würde euch empfehlen, eine Playlist zu erstellen und diese Playlist sollte maximal 60 Minuten lang sein, damit ihr ganz bewusst immer wieder dieselben Stücke hört. Diese Playlist sollte in den ersten Lebensjahren so wenig wie möglich verändert werden. Das ist gerade bei den sehr kleinen Kindern sehr wichtig, denn es braucht sehr viele Wiederholungen, bis die Kinder die Melodie und den Rhythmus wirklich gut erkennen können. Und Kinder freuen sich, wenn sie ein Stück immer tiefer begreifen können. Sie tanzen und singen dann irgendwann regelmäßig mit. Und genau das wollen wir fördern. Und ohne, dass wir das Kind korrigieren, wenn es etwas falsch macht. Im Laufe der Jahre wird es ganz von alleine immer besser. Auf diese Playlist könnt ihr eure Lieblingslieder und Stücke setzen. Bei kleinen Kindern dürfen aber auch die Lieder zum Mitmachen auf keinen Fall fehlen. Hier findet ihr eine Liste meiner Lieblingsmitmachlieder für kleine Kinder. Ganz, ganz wichtig sind auf eurer Playlist die klassischen Stücke. Hier findet ihr eine Liste meiner Lieblingsinterpreten. Es gibt auch noch viele weitere tolle Musiker, aber das hier sind meine persönlichen Favoriten. Wer schon weiß, mit welchem Klavierheft er starten wird, kann schon sehr gerne die ersten Stücke daraus
auf die Playlist setzen. Wenn man weiß, wie die Stücke klingen, lernt man sie nämlich viel, viel schneller. Kinder ab einem Alter von circa 1,5 bis circa 5 Jahren können außerdem einen für ihr Alter angemessenen musikalischen Früherziehungskurs buchen. Fast alle Musikschulen bieten solche Kurse an und diese Kurse sind an fast jeder Musikschule sehr, sehr empfehlenswert. Sie sind aber kein Muss. Wer zu Hause viel Musik hört, singt und tanzt, wird auch so ausreichend vorbereitet sein. Kinder ab einem Alter von circa 6 Jahren und Erwachsene können als Vorbereitung zu Nicht-Corona-Zeiten auch einen Chor besuchen. Singen fördert das musikalische Gespür extrem und ich kann es nur jedem empfehlen, zusätzlich zum Erlernen eines Instruments einen Chor zu besuchen, sofern es euer Stundenplan zulässt. Freizeit ist nämlich auch enorm wichtig, darauf werde ich in meinem Video zur Motivation noch näher eingehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt das ein oder andere umsetzen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt mir doch einfach hier in den Kommentaren oder eine persönliche E-Mail. Schaut auch sehr gerne andere Videos von mir an. Jedenfalls wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Musik. Bis bald.